statt Donuts und Energy Drinks gibt's jetzt Nüsse und Weintrauben. Kurze Zeit später. Ich habe Blähungen wie ein Pferd. Ja. Ich fühle mich auch irgendwie jetzt schlapp. Tja, sein Verdauungssystem muss jetzt richtig arbeiten. Das kostet Energie. Und seine Darmbakterien machen richtig Action. Man kann sozusagen schon davon sprechen, dass man so eine Art Darmbakterien-WG in uns wohnt und dass man eigentlich nicht alleine ist, sondern immer, wenn man eine Mahlzeit zu sich nimmt, die Bakterien ebenso mitessen. Rund 100 Billionen Bakterien leben in unserem Darm. Schon 1 Billion sind 1000 Milliarden. Unvorstellbar, oder? Bislang sind mehrere tausend Bakterienarten beschrieben und alle essen mit. Manche stehen auf Zucker, manche auf Fett, ja, und manche eben auf Ballaststoffe. Und diese Bakterienarten bilden aus den Ballaststoffen kurzkettige Fettsäuren. Die sind der Knaller und besonders wichtig. Denn kurzkettige Fettsäuren versorgen die Darmzellen mit Energie. Als Nebenprodukt entstehen allerdings Gase. Sören und sein Team untersuchen die Stuhlproben von Bartosz und Jenny. Sie stellen die Anzahl der Bakterien fest, die Ballaststoffe verstoffwechseln. Dann schauen sie nach der Anzahl der kurzkettigen Fettsäuren, die die Darmzellen zur Energiegewinnung brauchen. Und sie checken per genetischer Sequenzierung, wie gesund die Bakterienzusammensetzung ist. Von den Bakterien, die Ballaststoffe lieben, hat Jenny gar nicht so wenige. Vor allen Dingen sehen wir bei der Analyse der kurzkettigen Fettsäuren, dass Jenny bereits sehr viel von diesen kurzkettigen Fettsäuren im Stuhl hat. Aber da geht doch bestimmt noch was. Ich habe jetzt heute Morgen mein Vollkornbrot gegessen und heute Mittag habe ich mir Joghurt mit Haferflocken, Obst, bisschen Nüsse und Mandelmus gemacht. Und ich kriege einfach keine 3. Portion mehr heute rein. Und ich bin so verwundert, weil ich ja normal so ein Vielesser bin und ich pappe satt bin. Ja, was sagst du dazu? Oh. Das klingt doch schon mal gut. Und wie sieht es bei Bartosz aus? Trotz Pupsalarm, die Pfannkuchen schmecken. Bei Bartosz sehen wir in der Analyse der kurzkettigen Fettsäuren relativ geringe Mengen. Nichtsdestotrotz sind dort auch zahlreiche Bakterien vorhanden, die kurzkettige Fettsäuren aus Ballaststoffen bilden können. Das heißt, es fehlt eigentlich nur so ein bisschen Ballaststoff als Input und dann kann die Produktion losgehen. Bartosz' Sohn hilft auch mit. Und geht es bei Jenny voran? Ich hatte überhaupt keine Probleme, meine Ernährung umzustellen. Es hat toll geklappt und meine Waage hat heute Morgen 900 Gramm weniger gesagt. Das motiviert mich natürlich noch mehr. Zu faul in den Stall zu gehen. War da mal was? Ich bin gerade bei dem schönen Regenwetter bei mir im Stall. Bin gerade mit dem Camaro, das ist mein Pferd, eine gemütliche Runde in der Halle geritten. Und jetzt werden die 2 noch gefüttert. Ja, also auch dieses Wetter hält mich nicht ab, in den Stall zu fahren und zu reiten. Respekt. Und was macht der Hunger? Ich habe ja schon öfter, jeder hat ja schon immer mal versucht abzunehmen und ich habe jetzt wirklich so das Gefühl, diese Heißhungerattacken, die sind wie verschwunden. Und das ist schon ungewöhnlich bei mir. Und ich pappe satt. Dadurch, dass sie jetzt auf ballaststoffreiche Zufuhr umgeschwenkt hat, ist es so, dass der Magen sich langsamer entleert. Das führt dazu, dass man länger gesättigt ist. Und auch die Darmpassage der Ernährung ist auch verändert. Die Energiefreisetzung verlangsamt sich. Genau das merkt Jenny. Mehr kontinuierliche Energie. Nichts mehr mit Couch Potato. Hat sich Bartosz' Darm an die Veränderungen gewöhnt? Dieses Druckgefühl im Bauch, als wären meine Organe irgendwie größer. Vorne, hinten, links, rechts, so ein aufgeblähtes Gefühl. Also so krass dürfte das eigentlich nicht passieren. Ich habe gleich am ersten Tag meine 30 Gramm Ballaststoffe zu mir genommen. Och Mann, Bartosz, das solltest du doch nicht. Ja, aber ich wollte. Da dachte ich, gib ihn. Ja. Also, dann habe ich voll reingehauen, ja. Da wundert mich das nicht, dass der Darm dementsprechend viel in Aktivität ist und die Bakterien beschäftigt werden, weil die natürlich
zuvor diese Ballaststoffe nicht gewöhnt waren und jetzt das dann zu sehr großer Gasbildung kommt. Das sollte eigentlich nach einer Zeit wieder weggehen, weil die Bakterien sich natürlich langsam an die vermehrte Ballaststoffzufuhr anpassen können. Tja, hätte er mal auf Nina gehört. Jetzt muss er da noch ein paar Tage durch. Auf jeden Fall sollte er viel trinken. Das macht er nämlich auch nicht. Ich bin froh, wenn ich mal auf einen halben Liter komme. Nee, also halber Liter ist schon drin, aber... Da solltest du tatsächlich nochmal drauf achten, dass du wirklich so Richtung 2 Liter auf jeden Fall kommst. Ballaststoffe brauchen Wasser, die quellen so auf, damit sie satt machen, damit sie für die Bakterien als Futter herhalten können. Außerdem stellt sich heraus, dass er bisher hauptsächlich Nüsse und Haferflocken gegessen hat, weil es so schön einfach ist. Dabei sind andere Ballaststoffe aber zu kurz gekommen. Die Nina meint jetzt, ich sollte mehr Gemüse essen. Und dann habe ich etwas im Internet recherchiert, den guten Mann hier gefunden, Ken kocht. Ich bin der Ken, Plant-Based Ernährungsberater, und auf meinem Kanal zeige ich euch gesunde, vollwertige, ausgewogene Rezeptideen. Der kocht richtig gute Sachen, sehr ballaststoffreich vor allem. Es hat mir sehr gefallen und er ist lustig. Bartosz lernt jetzt Meal Prep. Das ist ganz einfach Vorkochen. Klingt aber schicker. Wenn's fertig ist, gibt's 4 super ballaststoffreiche Mittagessen mit unterschiedlichen Gemüsen, Getreiden, Hülsenfrüchten. Es wird nicht langweilig und ja, es schmeckt halt einfach besser, wenn es ein bisschen anders schmeckt jetzt mal. So, das riecht schon mal sehr gut. Das sieht noch nicht so gut aus wie beim Ken, aber das wird noch. Also ich bin mit dem Resultat total zufrieden. Also für irgendwie knapp 2 Stunden kochen, richtig viel essen. Und das wird garantiert für 4 Tage halten, auf jeden Fall. Und ich probiere jetzt mal von diesem coolen Salat, weil der sieht richtig lecker aus. Ja, geil.